So, schauen wir mal, wie die Form heute ist. Hallo Leute, ich habe vor circa einem Monat ein Video hochgeladen, worin man meine Transformation von knapp 100 Kilo auf 85 Kilo verfolgen kann. Habe zum Verlauf meiner Diät dann auch ein paar Fragen bekommen, wie zum Beispiel, was hast du gegessen, wie hast du trainiert, wie viel hast du gegessen, wie viele Kalorien hast du dir genommen und weitere Fragen. Habe dann gedacht, okay, ich werde einfach diese Fragen versuchen in einem Video zu beantworten und darüber hinaus über eine Transformation zu sprechen, sodass ich euch ein bisschen da eure Fragen beantworten kann und vielleicht den einen oder anderen in seiner Diät, die er jetzt beginnen möchte oder schon drin ist, ja, vielleicht einen Tipp oder eine Anregung zu geben. Ich habe meine Transformation in 2 Phasen aufgeteilt. Phase 1 Fettabbau, Phase 2 Muskelaufbau. Ja, ich habe meine Diät geplant und durchgezogen. Ich habe zuallererst meine Ernährung umgestellt. Das heißt, keine Fertigprodukte mehr, kein Fastfood, keine Nahrungsmittel mit Geschmacksverstärker, Zucker oder Fett. Stattdessen habe ich mein Fleisch und Fisch beim Großmarkt geholt, Obst und Gemüse beim Supermarkt. Wie sah die Ernährung aus? Ich habe morgens früh 200 Milliliter fettarmen Joghurt gegessen, plus 100 Gramm Haferflocken und 100 Gramm Apfelmark. Apfelmark ist nicht direkt das gleiche wie Apfelmus, weil in Apfelmus ist Zucker drin und in Apfelmark ist nur der reine Apfel ohne Zuckerzusatz oder Süßungsmittel drin. Dazu habe ich 5 Gramm gemahlene Nüsse genommen und habe teilweise je nach Angebot ja auch Beeren reingetan. Das heißt Brombeeren, Johannisbeeren oder Himbeeren. Mittags sah es so aus, dass ich mittags 300 Gramm Lachs gegessen habe oder Steak. Dazu Gemüse. Gemüse war jetzt nicht abgewogen, da habe ich so viel genommen, wie ich wollte. Und Reis. Reis hat sich natürlich dann pro Tag reduziert, die Menge, ja, bis man irgendwann das weglassen musste. Das muss man dann ausrechnen, das sieht man auch später in der Tabelle von den Kalorien. Ja. Und am Abend nochmal 200 Gramm Steak oder eben Lachs und dazu 100 Gramm Salat. Ohne Dressing, vielleicht ein bisschen Wasser mit Öl und Salz und Pfeffer. So, das war die Ernährung, die ich so am Tag hatte, über die ganze Diät darüber hinaus. Gab es auch Sachen, die mich unterstützt haben in der Diät, zum Beispiel wie Grapefruit. Ja, da habe ich auch zu jeder Mahlzeit eine halbe dazu genommen, weil auch unter der Schale die weiße Pelle auch nochmal Enzyme drin sind, die bei der Fettverbrennung ja, helfen. Dazu noch japanischen Grüntee, der auch noch da unterstützend wirkt, ja, bei Fettverbrennung, aber auch für die appetithemmenden Aspekt. Das heißt, wenn man natürlich wenig isst, hat man auch Hunger und da ist der grüne Tee auch nochmal hilfreich. Ja. Ich habe meine Diätphase auf Supplements verzichtet, um so ein bisschen einen Einblick zu bekommen von meinem Kalorienbedarf, den ich hatte in der Diätphase, die Aufteilung und auch Einteilung, ja, pro Woche und teilweise auch pro Tag. Liste ich sie mal kurz auf. Ich habe in der ersten Woche begonnen mit 2600 Kalorien und habe das runtergefahren bis 2300 Kalorien bis Ende der Woche zu
zweiten Woche hin habe ich dann mit 2300 Kalorien begonnen und habe das runtergefahren auf 2000 Kalorien. Dritte Woche war das ähnlich so, da habe ich begonnen mit 2000 Kalorien, habe das runtergefahren auf 1700 Kalorien. Woche 4 von 1700 Kalorien auf 1400 Kalorien runtergefahren. Ab der 5. Woche habe ich dann 6 Wochen bis Woche 12 die Kalorien von 1400 auf 1100 runtergedrückt. Das heißt, in den ersten 4 Wochen habe ich pro Tag 50 Kalorien reduziert und ab der 5. Woche war das dann pro Woche 50 Kalorien runter. Woche 11 habe ich dann begonnen mit 1100 Kalorien und habe das dann zu Woche 12 runtergedrückt auf knappe 950 Kalorien runtergedrückt und habe dann die 12. Woche mit 950 Kalorien begonnen und habe das dann runtergedrückt auf 800 Kalorien. Das ist so im Gesamten her die Kalorienaufteilung in diesem Zeitraum meiner Diät. Und zusätzlich zu meiner kalorienarmen Ernährung habe ich auch Sport gemacht. Das sah so aus, dass ich 4-mal in der Woche im Fitnessstudio trainiert habe in einem Vierer-Split, der so aussah, dass ich montags Brust trainiert habe mit Bizeps, dienstags Beine und Waden, donnerstags Rücken und Trizeps und freitags Schulter und Nacken. Vor jedem Training habe ich dann auch ein Cardio gemacht, 20 Minuten mit einer Pulsuhr. Die Werte lagen bei 150, 155 und danach mein Workout begonnen habe. Das heißt, ich habe da pro Muskelgruppe 3 Übungen gemacht. Wiederholungen in 3 Sätzen sah so aus, dass ich die erste Wiederholung gemacht habe bei 20, die zweite bei 12 und die dritte bei 6 Wiederholungen. Ja, so sah es im Gesamten aus in meiner Diätphase, bezogen auf die Ernährung, auf die Mahlzeiten, auf die Kalorien und auf den Sportbereich. Kommen wir zur Phase 2, Muskelaufbau. Welcher Muskelaufbau geplant und durchgezogen? Ich habe zuallererst wieder die Ernährung umgestellt, bin von 800 Kalorien auf 3000 Kalorien hochgefahren. Das sah dann so aus, dass ich dann zum Frühstück zum Beispiel 100 Gramm Haferflocken gegessen habe, dazu 350 Milliliter Wasser und 60 Gramm Eiweißpulver. Dazu gab es 6 Eier und 2 Scheiben Dinkelbrot. Zum Mittag habe ich 2-mal gegessen, in den Abstand von 2 Stunden gab es jeweils 2-mal 200 Gramm Hühnchenbrust, 50 Gramm Trockengewicht Reis und dazu eben Gemüse ohne Gewichtsangaben, also so viel wie man wollte oder wie man essen möchte. Am Abend gab es dann 200 Gramm mageres Rinderhack, dazu habe ich mir eine Zwiebel reingeschnitten und 250 Gramm passionierte Tomaten und 75 Gramm Vollkornnudeln, auch Trockengewicht gerechnet. Das war dann so die Ernährung über den Tag verteilt bei mir. Supplements habe ich dann zu der Aufbauphase natürlich auch genommen, unter anderem L-Glutamin, BCAAs, Eiweißpulver, Zink als Ergänzung eben auch und teilweise auch Vitamine A bis Z. Kommen wir zum Training. Da gab es auch Veränderungen. Ich habe 5-mal die Woche trainiert. Den 5. Tag, in der Regel samstags oder sonntags, habe ich dann nochmal zusätzlich die Brust trainiert. Da ich in der Brust relativ viel Fett auch hatte und die eben auch für mich persönlich stramm bekommen wollte und eben auch mit mehr Volumen wieder reinbekommen wollte. Und deswegen habe ich die Brust in der Woche dann eben 2-mal trainiert. Das heißt, ich habe montags in der Regel dann Beine gemacht, dann die Brust am Dienstag. Mittwochs war dann in der Regel dann auch frei. Dann donnerstags Rücken, Freitag Schulter und Samstag wieder Brust. Ja, und Sonntag dann frei. So, ich habe von den Sätzen her gearbeitet, dass ich dann
pro Muskelpartie auf 4 bis 5 Übungen gegangen bin, 4 Wiederholungen. Die Wiederholungszahlen lagen dann zwischen 6 und 8 Wiederholungen pro Satz. Und auch da mit wirklich sehr schwerem Gewicht trainiert. Das heißt, ich habe dann die Übungen so ausgeführt, dass ich die gerade bis 6 Wiederholungen alleine geschafft habe und die letzten beiden mit Unterstützung, mit Hilfe oder je nachdem eben bis zum Muskelversagen. Ja? Kein Cardio mehr. Ich habe das Cardio eingestellt mit dem Muskelaufbautraining. Ja, und das war eigentlich im Gesamten war das so mein Training und auch meine Ernährung, wie ich es so gemacht habe in der Muskelaufbauphase. Ja, ich habe einfach nur die Kalorien natürlich wieder hochgefahren und habe das Training erweitert und natürlich auch von der Intensität her erhöht. So. Tipp von mir einfach, auch im Hinblick für Leute, die auch oft gefragt haben wegen der Brust, wie hast du das gemacht mit der Brust, wie ging das so? Ich habe die Brust einfach, wie ich schon gerade erwähnt habe, in meiner Trainingsphase einfach in der Woche öfter trainiert. Überwiegend, wie gesagt, auch weniger Butterfly-Sachen oder Fly-Geschichten, sondern eher mehr auf die Masse bezogen. Ja, Flachbank, Schrägbank, negativ, ja, mit Langhantel, mit Kurzhantel und so und eigentlich mehr auf das Volumen trainiert. Ja, dass ich da eigentlich relativ viel Volumen reinbekomme in der kurzen Zeit und ich denke, das hat auch soweit für mich persönlich eigentlich soweit gut funktioniert. So, ich hoffe eigentlich, dass ich euch soweit die meisten Fragen beantworten konnte, ja, die ihr hattet bezüglich Ernährung, bezüglich Training und aber auch vom Ablauf her. Und daher wünsche ich euch in eurer Diät, die ihr macht oder machen wollt, ja, auch Erfolg. Es kann natürlich auch sein, das ist klar, dass die Art und Weise, wie ich es für mich gemacht habe, ja, bei anderen natürlich nicht so funktioniert. Ja, das ist immer wieder auch personenbezogen abhängig. Ja. Ich habe es für mich so gewählt, weil ich es für mich auch so machen wollte, von der Art und Weise mit den Kalorien, vom Training auch her. Und man darf auch nicht vergessen, ich habe ja auch vor 6 Jahren ja, auch trainiert noch im Fitnessstudio, habe zwar die Pause gemacht von 6 Jahren und dann auch wegen meiner Verletzung, die ich hatte am Fuß, ja, aber daher ist auch dann bei mir ein Muskelaufbau natürlich auch schneller. Also es darf keiner denken, dass ich jetzt hier dick gewesen bin und plötzlich dann noch nie vorher trainiert habe oder Sport gemacht habe und plötzlich dann in so einer kurzen Zeit dann auch Muskeln aufgebaut habe. Das ist natürlich nicht möglich. Ja. Deswegen will ich es nochmal erwähnen. Ich habe vorher trainiert vor 6 Jahren und habe dann 6 Jahre Pause gemacht, unter anderem wegen meiner Verletzung und dadurch kam eben der Muskelwachstum bei mir relativ zügig wieder zurück, ja, und hatte auch natürlich schnellere Erfolge. Das ist bei jedem anderen, der vorher auch trainiert hat, genau das Gleiche. Ja, das ist nichts extra bei mir oder so, eine Ausnahme oder so, sondern das ist bei jedem. Jeder, der vorher trainiert hat, wird immer, wenn er eine Pause macht und wieder anfängt zu trainieren, immer schnelle Erfolge haben in der kurzen Zeit, ja, weil der Muskel natürlich auch dann das Volumen, was er vorher auch hatte, schneller zurückbekommen kann. Ja, ich wünsche euch dahingehend viel Glück bei eurer Diät und eurer Transformation, dass alles so verläuft, wie ihr euch das vorstellt, ja. Wenn ich euch irgendwie helfen konnte oder auch den einen oder anderen Tipp oder die Anregung für euch hatte, ja, freut mich das auch, ja. Wenn euch das Video gefällt, lasst bitte ein Like da, ja. Habt ihr noch Fragen, schreibt sie bitte unten in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, bis dann, euer Gio.